Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder bei Baufunk24 TV. Unser Akkuschrauber Showdown. 2 Teile habt ihr jetzt gesehen. Ich denke mal, hat sich gelohnt. Es gab aber so viel Zuschauerkommentare zu dem ersten Teil, wo nochmal Fragen waren. Warum habt ihr den Parkside nicht in der großen Version genommen? Und. Und ihr seid auch Betrüger, weil ihr habt da was falsch gemacht und da was. Oder ihr seid bezahlt, hat jetzt auch noch einer geschrieben. Es wäre halt gesponsert von so und so. Aber wir wollten euch mal ein paar Hintergrundinfos nochmal geben zum Testaufbau, auf die Zuschauerkommentare des ersten Teils eingehen. Und das machen wir jetzt mal, ne? Und wieder am Start ist Max. Du bist ja sowieso der Chef in der Werkstatt, ich habe ja nichts zu melden. Aber bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, zeigen wir euch noch mal kurz Zusammenfassung der beiden Tests mit der Gesamtwertung. Wir blenden euch gerade auch die Tester noch mal oben ein, da könnt ihr noch mal reinschauen. So, liebe Leute, nicht wundern über meinen plötzlichen Klamottenwechsel. Ich war mal gerade kurz in China und jetzt wollte ich euch noch mit Max noch ein paar Ergänzungen zum Teil 3 aufnehmen. Denn wir hatten das eigentlich schon abgedreht, aber dann kamen uns noch Ideen, ne? Und vor allen Dingen Teil 2 ist ja auch recht gut abgegangen und sehr viele Kommentare. Wir haben uns wieder riesig gefreut. Was hast du denn so gelesen? Ja, das eine war hier, es ist ein Generationsbeitrag, wovon auch Väter und Söhne profitieren können. Wenn überhaupt. Also, ich würde mal sagen, der Akkuschrauber-Test von uns, der wird noch irgendwann ausgegraben. Ich wollte gerade sagen, das war schon so eigentlich mit der Beste. Ja, dann war es noch hier, dass der Test immer halt auch deren Meinungen bestätigt, gerade so was so die Marken angeht. Ganz präsent war da immer Makita. Dass die Leute immer gesagt haben, so, Makita so von der Preis-Leistung immer das Beste und die beste Wahl. Und dadurch hat der Test wohl für den einen oder anderen nochmal diese Meinung nochmal verstärkt. Wobei ich ehrlich gesagt auch finde, viele haben ja so ein bisschen Schubladen und dann hast du ja auch eine selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn du jetzt Makita-Fan bist und der Makita ist natürlich gut durchgezogen, dann findest du natürlich auch, ja, Makita ist das Geilste. Was ich öfter mal gelesen habe, dass einige von Bosch enttäuscht waren von der Leistung. Von Hilti waren so ein paar Leute ein bisschen enttäuscht. Aber wir wurden ja auch wieder oft kommentiert, warum habt ihr nicht den SF10 getestet, den stärksten von Hilti? Ja, weil uns der nicht zur Verfügung stand, ne? Ganz einfach. Wir sagen ja auch nicht, dass das ein schlechterer Schrauber ist als jetzt der große Makita, nur von der reinen Kraft. Müsst ihr euch dann selber letztendlich auch die Karten legen, was für euch wichtig ist. Was gab es noch für Kommentare? Einer wollte noch wissen, was für einen Adapter wir genommen haben für die Maschinenschraube. Ach so, das heißt ja nicht Maschinenschraube, sondern Holzschraube. Genau. Das war auch ganz oft in den Kommentaren zu lesen. Ja. Dass wir immer gesagt M20 Maschinenschraube, aber er hat ja recht, es ist kein Maschinengewinde, sondern ganz normales Holzgewinde. Aber wer war schuld, dass auf einmal das Ding eine M20 war? Ich glaube, ich war das sogar, der das... Du? Ja, und ich habe es einfach übernommen. Ja, aber gut. Ja, also das ist auf jeden Fall der Adapter. Der hat alles das überlebt, was wir gemacht haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich verlinke euch den mal unten in der Beschreibung. Dann hat man noch eine Sache, glaube ich, wegen des Bosch, wegen der Kickback-Control, ne? Richtig. Da hatten wir im Prinzip auch nicht nachgedacht oder dran gedacht, dass die Kickback-Control ja eventuell auslöst. Der Hinweis des Zuschauers war, dass der Bosch mehr gemacht hätte, wenn er keine Kickback-Auslösung gehabt hätte. Ja, aber zumindest, dass man die halt einstellen konnte. Also die Kickback-Control ist ja so oder so da, man kann die halt nur sensibilisieren. Entweder, dass sie früher eintritt oder später. Ja, mit dieser Connectivity-Funktion. Genau, ne? Genau. Von Bosch so eine Toolbox-App, kann man einfach runterladen und dann kann man seine Werkzeuge da aussuchen und dann halt nochmal einstellen. Das habe ich euch auch gezeigt beim Test des 85C, blende ich mal gerade oben ein. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Da habe ich die Funktion nochmal erklärt. Dann gab es noch einen Hinweis bezüglich der Akkus. Von wegen, da wir ja die Akkus wirklich gefordert haben, ja, auf jeden Fall. Ob wir irgendwelche Schäden bei den Akkus gemerkt hätten oder krasse Kapazitäts- oder Leistungseinbrüche? Mir ist nichts aufgefallen und ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt durch die Tests, auch wenn sie jetzt einzeln da waren, auch sehr hohe Belastung erzeugt haben, aber dadurch, dass wir die jetzt immer nicht 8 Stunden so beansprucht haben, dass die Akkus einfach von daher immer noch gut im Schuss sind. Beim Power Shootout waren die Akkus von den Ladezyklen alle noch neu. Also die hatten ein paar Ladezyklen hatten die schon drauf, waren aber jetzt noch nicht verschlissen oder so und nachher auch nicht. Und was man natürlich noch mal sagen muss, wir haben die Tests ja auch wirklich bei hohen Außentemperaturen zum Teil gemacht. Ja. Das war schon erstaunlich. Da hätte ich manchmal gerechnet mit großen Einbußen schon wegen Überhitzung, aber hatten wir keine Probleme mit. Das blieb aus, Gott sei Dank. Dann gab es noch eine Info, ob wir nicht auch Preis-Leistungssieger küren könnten. Ich würde sagen, das ist aus unserer Sicht schwer, weil es gibt viele Geräte, die wirklich gut sind. Vielleicht ist jetzt zum Beispiel diese Power gar nicht so krass entscheidend für dich. Und man muss ja auch noch mal sagen, diese Fälle, die wir gezeigt haben, war ja wirklich nochmal Hinweis,
Das waren keine Praxistests. Letztendlich ging es hier wirklich rein um brutale Kraft, die Maschinen wirklich bis an die Grenzen zu bringen. Aus meiner Sicht würde ich, glaube ich, auch mit jedem Gerät, bis auf vielleicht den hier, gut klarkommen. Denn letztendlich ist es ja auch immer die Frage, ich würde ja so einen dieser Schrauber nie als Einzelgerät benutzen. Ich hätte immer noch einen kompakten 12-Volt-Schrauber. Ja. Denn wenn du mit so einem jetzt hier reihenweise 5x60 über Kopf schraubst, ja, warum willst du das machen? Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Preise können wir im Test im Prinzip auch nicht angeben, macht gar keinen Sinn, weil die Tests werden ja die nächsten Jahre noch geguckt und wenn ihr aktuelle Preise haben wollt, dann guckt unten in die Beschreibung, da haben wir die Amazon-Links und da klickt ihr drauf und dann seht ihr den aktuellen Ladenpreis, Marktpreis. Ne? Das zum Thema Zuschauerkommentare, dann vielleicht nochmal ein Kommentar zu den einzelnen Geräten. Der Hitachi 36 Volt hat sich, glaube ich, ganz gut geschlagen. Ne? Ist der Tabellenführer, ne? Den hast du auch, glaube ich, so ein bisschen lieb gehabt während des ganzen Tests. Doch, muss ich sagen, doch. War ja interessant, weil du hattest, glaube ich, von dem Hitachi oder Hikoki, wie er jetzt heißt, gar keine Meinung. Nee, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt existieren. Ne? Ich kannte halt auch nur die üblichen Verdächtigen. Und das war der Test hier war der erste Kontakt wirklich mit den Maschinen. Hat er in allen Disziplinen ganz vorne abgeschnitten? Nee, zwischen Dewald und Hitachi war das halt immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Makita war natürlich auch mal dicht gefolgt, immer so auf den dritten. Das ist halt mal ganz interessant gewesen. Natürlich zweitplatzierter der Dewalt. Eine schöne Maschine. Nach wie vor nicht besonders angenehm. Da gab es jetzt auch wieder einen Kommentar, dass wir irgendwelche Spacken wären, die hier Lautstärke bewerten. Das wäre ja totaler Quatsch. Wenn das für dich nicht relevant ist, dann ist ja wunderbar. Aber ich muss sagen, wenn ich hier die ganze Zeit mit schraube, ja. Das ist schon unangenehm, klar. Auch gerade wenn du so in engeren Bereichen unterwegs bist mit dem Schrauber und hast die Maschine wirklich mal richtig nah am Kopf sitzen und fängst an zu schrauben oder zu bohren. Solides Gerät, würde ich sagen. Wobei, wir hatten hier mit einem Totalausfall. Ja. Gerät wurde eingeschickt, Reparatur hat um die 90 € gekostet. Also ungefähr Hälfte vom Wert des Solo-Geräts, kann man so ungefähr sagen. Ja. Da sind wir auch schon beim zweiten Komplettausfall, nämlich der Makita. Wir haben ja dann schnell mal noch einen nachgekauft. Mit dem konnten wir den Test dann vervollständigen. Vielleicht ganz interessant, dass es von Makita relativ wenig Akkuauswahl gibt. Ja. Es gibt noch einen 6 Ampere-Stunden Akku, der ist aber schwierig zu bekommen. Ist, glaube ich, auch relativ teuer. Zum Testzeitpunkt konnten wir keinen 6er Akku bekommen im Handel. Deshalb mit 5 Ampere-Stunden Akku. Von den Akkus selber hört man von euch Zuschauern eigentlich relativ viel Gutes. Und was auch von euch Zuschauern gesagt wurde, dass der Makita eigentlich eine schöne Aufnahme für den Griff hat. Ja. Das war wiederum eine Schwachstelle bei dem Milwaukee. Das haben wir euch auch gezeigt im zweiten Teil. Haben die aber jetzt besser umgesetzt. Genau, aber die sind jetzt auch hier mit dem Zweithandgriff. Der umfasst hier deutlich stabiler. Ich glaube, da würde das nicht mehr passieren, dass es ausreißt. Macht auch so grundsätzlich einen schönen Eindruck, finde ich. 4. Platz in der Gesamtwertung ist der Metabo. Aus meiner Sicht schönes Gerät, keine großen Schwächen. Nichts, was jetzt im Power Shootout relevant gewesen wäre. Ich denke mal, es wird auch viele neue Zuschauer geben. Der Power Shootout ersetzt nicht den Einzeltest. Ne? Hier geht es wirklich nur um Kraft. Ja. Wenn ihr alle Details sehen wollt, auch Ausdauer, Schraubleistung, Einzeltest aus der Playlist. So, und was ich beim Metabo auf jeden Fall aber gut finde, ist eben die Erweiterbarkeit und auch das Bohrfutter. Also von dem Metabo war ich auch so erstmal zufrieden, muss ich sagen, auch von der Leistung. Der duellierte sich halt auch mal mit Bosch und Makita. Und die sind da alle klar nicht weit auseinander und die sind alle so im selben Mittelfeld und spielen auch in der gleichen Liga, meiner Meinung nach. Auch wenn hier und da mal auch Unterschiede da waren von den Punkten her und auch von den Messwerten her, dennoch ist das immer noch eine gute Maschine. Der 6. Platz in unserem Testfeld war der Hilti. Ich finde ihn von der Verarbeitung, vom Handling gut. Wir hatten ein bisschen Probleme mit Spiel im Bohrfutter nach den Tests. Da habe ich euch auf Instagram auch gefragt, ob ihr ähnliche Probleme habt mit Hilti. Da gab es welche, die sagten, ja, alles gut, aber es gab doch mehrere, die sich auch gemeldet haben bei uns und haben gesagt, ja, sie haben auch Probleme mit dem Bohrfutterspiel. Es ist nicht Hiltis stärkster Akkuschrauber, das ist halt der SF10. Das haben viele mehrfach auch kommentiert. Dagegen muss ich dann allerdings auch halten, dass es ja ein 22-Volt-Schrauber ist. Ja. Das heißt, von der Akkutechnologie wäre da vielleicht ein bisschen mehr drin, hält ganz gut mit. Aber es gibt auch deutlich stärkere Geräte mit 18 Volt. Also der Unterschied im Akku scheint es da letztendlich nicht zu bringen. Nee.
vielleicht im Dauerbetrieb. Das können wir natürlich euch jetzt nicht zeigen. Generell gingen ja auch die Kommentare teilweise, ja, das ist ja nicht, macht ja keine Aussage über die Dauerhaltbarkeit. Nee, natürlich nicht. Nö. Also Absolut, klar. steht ja auch hier nicht Dauertest, steht einfach Power Shootout. Wird ja dann auch kommentiert, teilweise, ja, aber bei Hilti hast du super Service vor Ort, Serviceverträge und so weiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber für das Geld kaufe ich mir einfach 2 Makitas. Und wenn der eine kaputt geht, habe ich den anderen in der Schublade. Ja, das ist wirklich ein Vorteil. Es ist auch ein Argument für eine Marke, aber hier geht es ja nicht um die Marke an sich und was die Marke noch alles gemacht hat, sondern einfach um die Produkte selber. Und hier sind es nur mal Akkuschrauber. Dann kommen wir schon zu Platz 7. Das ist der Bosch GSR 18V85C mit dem 7 Ampere-Stunden Procore Akku. Das war immer im Prinzip so eine Zwischenlösung bei Bosch. Mittlerweile gibt es die neuen Procore Akkus, 21700 Zellen, Einreich, 4 Ampere-Stunden Akku, Zweireich, 8 Ampere-Stunden Akku und dann gibt es noch einen 12 Ampere-Stunden Akku. Wir können euch den im Frühjahr mal zeigen. Die haben auf jeden Fall noch deutlich mehr Leistung, diese Zellen. Machen noch einen ganz schlanken Fuß. Interessanterweise, der Bosch GSR 18V 85C ist ja der stärkste 18 Volt Schrauber von Bosch. Ja. Dafür hat er mich so ein bisschen enttäuscht, was die Power anbelangt, obwohl man wiederum sagen muss, im normalen Betrieb. Ja, im Normalbetrieb reicht das völlig aus, die Kraft und die Kraftleistung, die dahinter steckt. Ja. Aber er ist halt, wenn du wirklich Pedal to the Metal möchtest, dann musst du was anderes da musst du was anderes nehmen. Ne? Dann haben wir den Platz 9. Das ist hier der etwas ältere Kollege von Hitachi, noch Bürstenmotor. Wirkt auch so ein bisschen oldschool. Der hat auch schon ein paar Jährchen und der ist auch, glaube ich, aktuell nicht mehr verfügbar. Und der war wirklich Letztplatzierter, bis auf den Parkside, der ja so ein bisschen außer Konkurrenz eigentlich lief. Ja. Mich hat erstaunt, dass dieses Gerät doch deutlich abfällt gegenüber den anderen Geräten, die ja eigentlich alle mit bürstenlosen Motoren ausgestattet sind, bis auf der Hilti. Ne, muss man auch wieder dazu sagen, der Hilti hat keinen Brushless-Motor. Wäre jetzt auch kein Gerät, was ich irgendwo besonders sexy finde. Formfaktor irgendwie relativ schwer. Ich wollte gerade sagen, der ist sehr kopflastig, das ist mir auch aufgefallen Ja. im Test. Das ist echt krass. Letzte Platzierung der Parkside, aber auch da nochmal der Hinweis, das war wirklich ein absolutes Low-Budget-Gerät. Ne? Und bitte keine Diskussion wieder, ja, warum habt ihr nicht den Parkside Performance genommen? Ja. Nein, wir wollten einfach einen 20 € Akkuschrauber dabei haben, um zu zeigen, was der so drauf hat, auch eben mit dem kleinen Akku. Was auch noch ein Zuschauer kommentiert hat, war, dass er es krass findet, dass man auch in dem Test mal sieht, wie krass mittlerweile die Akkugeräte an den kabelgebundenen Geräten dran sind. Oder anders ausgedrückt, dass ein Akkugerät heute durchaus in der Lage ist, ein Kabelgerät zu ersetzen. Voll und ganz klar. Ja. Und man muss dem kabelgebundenen Gerät noch zugutehalten, dass der im ersten Gang eine ganz andere Übersetzung hat. Klar, dadurch ist er halt auch so nach vorne geschossen, gerade bei den Forsternbohrern. Ne? Genau, das war dann seine Disziplin. Da war er einfach schneller. Da hat er das Doppelte im Prinzip fast an Drehzahl gehabt. Aber wenn es jetzt wirklich hart an Drehmoment ging, dann war ganz schön Schluss. Dann war Schluss, weil ihm dann halt wirklich die Untersetzung fehlte. Und wir haben natürlich auch noch was mit dem Versuch mit den Holzschrauben gemacht, mit den 20er mal 200er Holzschrauben. Ja. Und da hieß es natürlich wieder, ja, solche Schrauben macht man doch eher mit einem Drehschlagschrauber. Deshalb haben wir mal gerade hier die Drehschlagschrauber genommen. Wir haben einen HZ, wir haben einen Bosch und den Milwaukee. Und ja, zeigen wir euch gerade mal, wie es abgeht.
Meine Erfahrung mit der Maschine war, dass es halt extrem laut ist, mit den Maschinen zu arbeiten. Aber die Schraube an sich ist gar kein Problem. Bloß die Zeit ist natürlich auch noch so ein Faktor. Das dauert echt extrem lange. Aber du als Bediener hast überhaupt keinen Stress. Du hältst einfach nur schön drauf, drückst ab und lässt laufen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Drehschlagschrauber auch eher so für Maschinenschrauben gedacht sind. Und wenn du natürlich jetzt zum Beispiel die Mutter auf der Schraube hast, dann hast du ja erstmal Leerweg. Und da sind die natürlich relativ schnell. Und dann zum Schluss, wenn das wirklich um Leistung geht, dann ist ja der Weg relativ kurz. Ja, okay. Und jetzt bei so einer Holzschraube ist es ja auch, du hast langen Weg, aber auch schon unter Last. Deswegen ist das auch vielleicht nicht wieder repräsentativ, wenn das Thema Zeit hier auch mit reinspielt. Aber wir haben es euch einfach mal gezeigt. Und ganz wichtig, ist so ein bisschen wie bei der Schlagbohrmaschine und beim Bohrhammer. Du brauchst beim Drehschlagschrauber die Kraft nicht selber aufwenden, ne? Weil die Maschine arbeitet. Genau, die Maschine arbeitet für dich. Und das ist halt auch für den Anwendungsfall umso interessanter halt noch, ne? Weil du musst halt nicht dein ganzes Körpergewicht da reinlegen, du musst nicht gucken, wie du stehst. Es reicht damit völlig, wenn du einfach den Arm lang ausstreckst, ob das jetzt über Kopf ist oder von dir entfernt oder vielleicht irgendwie mal seitlich von dir. Da hast du ja nie Stress mit. Und viele haben auch noch geschrieben, wo ist denn der Festool? Den habt ihr doch auch getestet und der hat doch die 2x400er Schraube geschafft. Hat sie so gerade geschafft, hat wirklich haargenau abgeschaltet, ähnlich wie der Bosch 60C. Und damit hat er sich nicht qualifiziert, weil im Prinzip war schon klar, hier ist Ende der Fahnenstange. Und auch nicht im Showdown war der fein. Warum nicht? Müssen wir sagen, wir haben den getestet, der war auch gar nicht so schlecht, aber wir haben 2 Tests nochmal nachgedreht und der Fein war schon bei seinem neuen Besitzer, weil wir haben den Fein nach dem Einzeltest ja auch verlost. Und da mussten wir leider sagen, Fein ist leider raus, wäre aber letztendlich ungefähr im guten Mittelfeld gewesen des Showdowns. Wie warst du mit dem Fein zufrieden? Gut soweit, er hat sich gut geschlagen, ist gut mitgelaufen, auch mit den Maschinen, auch gerade so mit den ranghaften Namen wie Bosch, Makita und Metabo, das ist er so gut mitgelaufen, das war so mit in den Flow. Ja, aber so Mittelfeld, ne? Also absolut top. Nein, also leistungsstärkster war der nicht. Nein. Da war übrigens ein Kommentar auch unter dem ersten Test, der auch relativ böse war, fand ich's. Der hat gesagt, alles totaler Blödsinn, das kannst du nur testen, wenn du eine mechanische Vorschubeinrichtung hast und die genauen Druck. Und da sage ich, Obacht, wir haben ja absichtlich für diese zeitbasierten Tests Bohrer mit einer Gewindespitze genommen. Und die Gewindespitze, die bohrt sich ja selber, die zieht sich ja rein. Kannst schon drücken, aber es bringt nichts. Es bringt nichts, ne? Das ist wie eine Schraube ins Holz, und da kannst du auch drücken. Ja. Deshalb geht die Schraube nicht schneller rein. Wir freuen uns immer über konstruktive Kommentare und wir sind ja auch nicht allwissend. Wir sind ja nur hier so ein oller Schreinergeselle und so ein blöder alter YouTube-Knacker. Deswegen, wenn ihr wirklich Ideen habt und so, immer daher damit, ne? Aber ich finde das manchmal besser, wenn man einfach mal fragt, anstatt direkt zu schießen. Und dann kommt vielleicht raus, du bist gar nicht richtig. Jetzt habt ihr wirklich abschließend nochmal Hintergrundinfos und einfach so ein bisschen, was wir euch sagen wollten, was uns auf dem Herzen war im Thema Akkuschrauber, Showdown. Würde mich natürlich mal wieder interessieren, wie euer Fazit ist. Jetzt, wo ihr alles gesehen habt, schreibt uns auch nochmal fleißig drunter. Wie gesagt, Max und ich, wir lesen immer. Die anderen lesen auch, ne? Wir freuen uns immer. Alle lesen. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Tschüss und bis dann.